Wir sind das Team Anemotec von der DABW Heidenheim. Wir haben hier unsere Anlage, die Anemo 1. Und diese Anlage funktioniert nach einem Widerstandsprinzip. Wir haben einen Horizontalläufer. Das zeige ich einmal hier. Dieser ist, wenn der Wind auf die Anlage draufströmt, wird der Wind durch die Anlage geleitet und die Anlage ist dementsprechend drehbar. Um unsere Anlage herum haben wir noch einen großen Mantel drumherum gemacht. Das dient dazu, dass wir noch einmal den Auftriebseffekt von diesem Mantelprofil nutzen möchten. Zum einen dient es dazu, dass wir die Windgeschwindigkeit am Manteleintritt erhöhen möchten und dann am Ende den Querschnitt erhöhen möchten, damit wir damit nochmal einen kleinen Unterdruck erzeugen. Dieses kleine Plexiglas dient dazu, dass sich die Anlage selbstständig in den Wind einrichten kann. Dazu haben wir hier unten im Sockel eine Lagerung eingerichtet, dass die Anlage sich vertikal drehen kann. Die horizontale Drehung ist hier innerhalb, direkt hinter der Welle möglich und dort ist auch der Generator direkt angeflanscht. Mit dieser Anlage wollen wir ca. 260 Watt erreichen bei normalen Windgeschwindigkeiten, die hier im Land herrschen. Mit 30 Jahren Lebenszeit, auf die wir die Anlage ausgelegt haben, kommt dann der Anwender damit auf einen durchschnittlichen Strompreis von 23 Cent pro Kilowattstunde, was im Anbetracht der jetzigen Lage noch unter dem derzeitigen Strompreis ist. Aufgrund, dass wir nur 5 Studenten waren, während unseres Studiums diese Anlage konzipiert und gebaut haben, besteht natürlich noch weiteres Optimierungspotenzial. Da haben wir zum einen die Geometrie des Rotors. Da müsste man natürlich noch weiter in intensiven Versuchen herausfinden, wie jetzt wirklich die optimale Steigung der Flügelgeometrie ist, wie man wirklich den Wind optimal ausnutzen kann. Weiterhin das gleiche Spiel beim Mantel, selbst da gibt es noch Potenzial, den zu verbessern, im Prinzip wie man die Auftriebs- und Widerstandswerte noch verbessern kann. Zur Fertigung kann man sagen, dass dort momentan Einmalteile für diese Glasfaserverbundwerkstoffe genommen wurden. Da wäre es natürlich sinnvoll, Formen zu wählen, die mehrfach verwendbar sind, um die Kosten zu drücken. Ansonsten besteht halt noch Potenzial bei der Fertigung insgesamt, dass man die Maschine noch ein wenig schlanker auslegt und dass man auch einen Generator entwickelt, der optimal auf die Drehzahlen der Windkraftanlage abgestimmt ist.